Am Abend des 15. Juli fand in der Türkei ein militärischer Putschversuch gegen den Staatspräsidenten Erdogan und die Regierungspartei AKP statt. Es ist indiskutabel, dass dieser Putschversuch einen reaktionären Charakter besitzt. Deshalb müssen wir uns mit dem Kern der Thematik auseinandersetzen. Was bedeutet dieser Putschversuch für die Zukunft des Erdogan-Regimes, das sich in der Krise befindet? Was bedeutet dieser Putschversuch für die Arbeiterinnenklasse in der Türkei und in Kurdistan? Zunächst müssen wir den heuchlerischen Charakter von Erdogan entlarven, der gestern sich als Vertreter der Demokratie präsentiert hat. Wir wissen, dass Erdogan letztes Jahr im Sommer nach den Parlamentswahlen, die seiner Alleinregierung ein Ende gesetzt hat, militärische Offensive ausgerufen hat und neue Wahlen angekündigt hat. Erdogan, der heute die legitime, gewählte linke und kurdische Abgeordnete aus dem Parlament rausprügelt. Sein Regime ist ein arbeiterinnenfeindlich. Seit 2002 bis heute starben 18.000 Arbeiterinnen aufgrund seiner neoliberalen Politiken. Die Daesh-Barbaren haben sich durch finanzielle, logistische Unterstützung von Erdogan-Regime verstärken und ausbreiten können. Und sein Regime hat sich konsolidiert auf der Basis der Verfassung von 1982, die vom Militärjunta ins Leben gerufen wurde. In diesem Sinne besitzt in unseren Augen die Regierung von AKP keine Legitimität. Es gibt objektive Faktoren, die diesem Putschversuch den Weg eröffnet haben. Das Bankrott von außenpolitischem Kurs des Erdogan-Regimes und die Verengung der Innenpolitik mit nationalistischen und kriegerischen Mitteln. Die Rolle des türkischen Staates in Syrien besteht im Wesentlichen darin, den reaktionären Bürgerkrieg reaktionärer zu gestalten. Seine Intervention auf Syrien politischen und ökonomischen Einfluss zu nehmen, endete mit Fiasko. Nach dem Versuch eines reaktionären Putsches wird eine starke Reaktion im ganzen Land herrschen. Besonders, dass die Putschisten keine Unterstützung von den imperialistischen Aktoren, von den bürgerlichen Teilen bekamen, wird sich Erdogan darin bestärkt fühlen, seine Aggression voranzutreiben. Er wird auf die Instabilität der bürgerlichen Demokratie hinweisen und seinen Wunsch, nämlich die Einführung des Präsidialsystems, stärker betonen. Das Regime von Erdogan kann nicht in dem verfaulten bürgerlichen Parlament bekämpft werden, sondern nur mit einer sozialistischen Grundlage von organisierten Arbeiterinnenklasse in der Türkei, in Kurdistan, mit der Zerstörung des bürgerlichen Staates enden.